Für unsere moderne Welt ist Mobilität vollkommen selbstverständlich. Wir bewegen uns von A nach B mit großer Geschwindigkeit und wir transportieren riesige Warenmengen über die Erde. Das Transportieren von Warenmengen ist aber nicht völlig selbstverständlich, denn die Menschen waren ja Millionen Jäger und Sammler und später auch noch als Bauern konnten sie nur das transportieren, was sie sozusagen tragen konnten. Erst als man Tiere einsetzt zur Traktion, das heißt also zum Ziehen von Wagen oder von einem Pflug oder von einer Schleife, erst in dem Moment gibt es einen riesigen Cut, eine große Veränderung. Erst in diesem Moment ist es möglich, monumentale Dinge zu bauen und große Massen zu bewegen. Und das ist tatsächlich eine Revolution in der Menschheitsgeschichte. Man kann zum Beispiel die Traktion, also die Tierkraft, nutzen, um einen Pflug anzuspannen. Das heißt also, um riesige Felder zu bestellen oder aber auch um einen Wagen anzuhängen. Und von diesen Wagen finden wir relativ viele Spuren in Europa und in Eurasien in Form zum Beispiel von Wagenrädern oder aber in Form von Wagenspuren. Solche Wagenspuren, die selten sind, haben wir hier in Oechlitz gefunden, die mittelbronzezeitliche Straße um 1500 vor Christus. Und wir sehen die so als dunkle Erdverfärbung. Das kommt daher, dass die Wagen in den hellen gelben Löss Gleise eingefahren haben, in die mit der Zeit schwarze Erde geflossen ist. Und diese Wagenspuren haben eine einheitliche Spurbreite von etwa 1,10 Meter, 1,20 Meter. Und wann immer wir Wagenspuren finden in der Bronzezeit, haben sie meistens diese Spurbreite, sodass wir schon den Eindruck haben, als gäbe es eine gewisse Normierung. Wir haben diese Wagenspuren nicht nur fotografiert hier, sondern wir haben sie auch ins Museum gebracht als Blockbergungen. Wir haben also den Erdblock geborgen und ins Museum gebracht und dort zum Teil negativ ausgegraben, sodass man diese Wagenspuren hier sieht. Und wie sieht man diese Wagenspuren? Eigentlich denkt man sich, hier sind ja nur Erdblöcke, aber Sie sehen hier eine helle Erdschicht. Das ist der anstehende Löss, der in Mitteldeutschland ansteht, von der Eiszeit hergebrachtes Gesteinsmehl. Und darauf gibt es eine Schwarzerde. Und Sie sehen aber, diese Schwarzerde oder die Parabraunerden machen so komische Einkerbungen, nicht? Und das sind die eingefahrenen Wagenspuren der Mittelbronzezeit. Woher wissen wir das? Die Menschen haben natürlich was verloren, zum Beispiel Nadeln oder andere kleine Metallstücke. Und die werden eingefahren. Und in der minutiösen Ausgrabung haben wir genau diese Funde, beispielsweise eine Rollennadel gefunden, die uns sagt, dieser Weg wurde 1500 vor Christus befahren. Das Aufregende und Spannende daran ist natürlich, dass der Weg beim Bau der ICE-Trasse Nürnberg-Berlin entdeckt wurde. Und die Ingenieure vermessen das Gelände natürlich perfekt und suchen eine Route, die möglichst wenig Steigungen hat und optimal im Gelände verläuft. Und genau auf dieser Route haben die bronzezeitlichen Menschen auch gebaut. Das bedeutet, sie wussten wie die modernen Ingenieure, wo man ideal einen Weg baut. Und es muss ein Fernweg gewesen sein, da wir ihn über viele 100 Meter verfolgen haben können. Und dieser Weg hat auch noch eine andere Bedeutung. In dem Moment, wo Sie feste Wege anlegen, haben Sie ein gewisses Rechtssystem, denn dieser Weg muss ja den Bauern enteignet werden. Bei uns ist das fruchtbare, fette Land absolut verteilt. Das sehen wir an sogenannten Pit Alignments, an Grenzen. Und da muss ein Rechtsraum geschaffen werden, der Straße, der dauerhaft ist und Jahrhunderte hält. Und davon können wir ausgehen. Wir haben also hier eine der ältesten Straßen in Mitteleuropa, die wir über lange Strecke fassen können und die uns zeigt, wie so ein Verkehr bei uns funktionierte. Und ähnliche Spurbreiten bedeutet aber, man musste sich geeinigt haben. Es muss eine Einigung geben auf eine Spurbreite, denn wenn die Spuren eingefahren sind und Sie kommen mit einer anderen Spurbreite, dann haben Sie ein Problem, nicht? Dann fährt der Wagen nicht in dieser Spur. Und deshalb muss es sozusagen auch eine Art überregionale Einigung geben. Das können Sie sich vorstellen wie die Einigung bei Eisenbahnen, wo man sich letztlich auf eine Schienenbreite einigen musste, die anfangs verschieden waren. Die bronzezeitliche Welt ist eine vernetzte Welt,
ist eine Welt, in der man kommuniziert, und es ist eine Welt, in der man große Warenmengen über weite Strecken austauscht. Diese Nadel, die wir hier finden, diese Nadel datiert diesen Weg in die Zeit um etwa 1500 vor Christus. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann sehen wir in diesen Schubladen immer die Vertiefungsebene der Informationen. Wir haben hier in einer roten Linie die Wagenspuren über mehrere hundert Meter und hier wieder Wagenspuren, und die müssen sich irgendwann gekreuzt haben, und zwar genau an der heutigen Kreuzung. Und das ist interessant, die Leute haben also schon ganz genau die Topographie in der Zeit vor 3500 Jahren beachtet. Und wenn wir hier schauen, dann sehen wir die roten Punkte, und das ist die Verbreitung der Wägen um 3500 vor Christus, das heißt in der Zeit, als die Wägen erfunden werden. Das sind die ältesten Wägen Europas, und wir sehen, in ganz Europa werden in der Zeit Wägen erfunden. Die werden natürlich wahrscheinlich an einem Platz erfunden. Wir wissen aber nicht, ob etwa in Norddeutschland, in Flintbeck, wo wir Wagenspuren haben, die ziemlich alt sind, 3600 vor Christus, unter einem Grabhügel, oder vielleicht in der Schweiz, wo wir sie in Zürich in einer Grabung gefunden haben. Das können wir nicht so genau sagen. Wir wissen nur, in dieser Zeit hat irgendjemand irgendwo das Scheibenrad erfunden. Und das hat natürlich, sagen wir mal, den Transport in der Weltgeschichte revolutioniert. Und hier haben wir dann eine Darstellung aus der Zeit um 3500 vor Christus. Und da sieht man in der Aufsicht diese Rinder, diese Hörner. Und hier zwischen zwei Rindern sieht man immer zwei Räder und einen Wagen. Und das war so wichtig, dass man das dann gleich hier in einem Großsteingrab bei Züschen dargestellt hat. Also, der Wagen beschäftigt uns bis heute. Wir wissen jetzt, wann die Geschichte des Wagens beginnt. Um 3600, 3700 in der Mitte Europas.